Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe mal, ihr habt alle schon abonniert und ein Like da gelassen. Ihr könnt euch gerne noch mal die anderen Videos anschauen. Und wir sind, wie ihr hier sehen könnt, schon hinten. Boah, das Gebäude ist massiv, richtig cool. Boah, gib dich mal. Richtig fetter Betonballast. Wir sind in Durrës. Ja, das ist der Strand in der Nähe von Tirana, der Hauptstadt von Albanien. Und wir befinden uns hier Ende Mai. Ja, und wir haben leider nicht so sehr Glück, wie ihr sehen könnt, ist das Wetter. Wir sind nämlich heute gerade angekommen, der erste Tag, leider nicht so gut und wir sind nur 2 Tage da. Das heißt, es wird leider nichts mit Schwimmen, aber vielleicht werde ich trotzdem reinschauen. Ja, und in diesem Vlog möchte ich euch ein bisschen die Stadt zeigen, auch vielleicht, wenn das Wetter nicht so schön ist, wenn ihr vielleicht auch bevor der Hauptsaison. Die Hauptsaison ist nämlich wirklich hier im, sagen wir mal so, Juni, Juli, August. Ich habe auch gerade mit den Typen von meinem Hotel gesprochen. Der hat auch gemeint, die Hauptsaison, da sind seine Hotels auch ein bisschen teurer. Und das Hotel möchte ich euch auch mal ganz kurz jetzt zeigen. Ja, Leute, und jetzt mal ganz kurz in den Roomcheck. 27 €, man ist wirklich komplett gleich am Wasser, wie ihr vorhin gesehen habt. Geht vollkommen klar. Die Dusche ist wirklich sehr gut, die beste, die ich bis jetzt hatte. Wirklich sehr nice. Hier könnt ihr sehen, hier kommt man rein. Hier. Also das habe ich jetzt nur aufgemacht, damit man ein bisschen bessere Lichtverhältnisse hat. Und genau, ist zwar gleich die Straße, ist ein bisschen laut, für mich macht das nichts. Genau, hier habt ihr die Straße gleich. Wow, auch geiles Wetter gerade. Wow, Zeit rauszugehen. Genau, hier ist die Straße, reicht vollkommen aus. 27 €. Will ich aber noch mal gesagt haben, in der Hochsaison ist das ein bisschen teurer. Ja, da habt ihr das Hotel gesehen, Leute. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal hier ein bisschen an der Promenade, wo auch unser Hotel gleich ist hier. Und man muss auch sagen, jetzt sind wirklich viel mehr Leute aus Albanien hier. Also man hat jetzt nicht so viele extreme Touristen gesehen, wie jetzt zum Beispiel in Tirana, wo wir gerade waren. Da war sogar das Wetter ein bisschen wärmer als jetzt hier. Also wir haben wirklich nicht so viel Glück, aber ist nicht so schlimm, Leute. Ja, ist nicht so schlimm. Genau, es ist so eine Hauptpromenade hier in Durrës. Wir waren auch schon mal im Wasser, habe ich auch schon mal angefasst. Das zeige ich euch aber später noch mal woanders. Genau, hier könnt ihr sehen, seit langem wieder mal das Meer gesehen. Wirklich seit langem. Und ja, normalerweise ist hier halt die Hochsaison. Hier könnt ihr noch mal die Seite sehen. Ist natürlich, wenn jetzt die Sonne draußen wäre, wäre es natürlich noch ein bisschen schöner. Nichtsdestotrotz sind wir hier und ich möchte euch das Ganze mal zeigen. Da hinten schaut ein bisschen nach Stadion aus. Ich glaube mal, ja genau. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Altstadt. Ja? Genau, hier könnt ihr sehen, ist das so eine Promenade. Es sind auch viele Restaurants und so weiter. Die Restaurants sind auch nicht so teuer. Restaurants, mal so geschaut, für so ein Essen mit Menü, sogar mit Getränk, zahlt ihr hier 9 bis 10 €. Nudeln 3,60 €. Also geht vollkommen klar. Vielleicht werden wir in diesem Vlog auch noch mal was essen mit euch zusammen. Aber was ich hier feiere, sind wirklich diese alten Gebäude, wie ihr hier im Hintergrund seht. Und ja, lasst uns mal schauen, was wir hier alles sehen können, Leute. Genau, hier könnt ihr sehen, also ich glaube mal, hier im Sommer ist es richtig voll. Die Hauptstadt hat mir sehr gut gefallen. Wir schauen mal hier zu den Kids ein bisschen. Albaner sind hier richtig gut im Fußball, sind hier am Zocken, die Kinder. Der geile Fußballplatz hier, richtig geil. Zack. Und nicht getroffen, richtig cool. Gebt euch mal hier Fußballplatz mitten am Strand. Also im Sommer muss es hier wirklich sehr cool sein. Und der Ball kommt zu uns. Oh. Oh. Fast bekommen. Ja, also die Hauptstadt hat mir sehr cool gefallen. What's up, Kids? Hier, schau mal, die zocken hier rum. Wow.
Sehr, sehr geil, Leute. Ja? Also wir schauen mal ein bisschen weiter, was ihr noch alles sehen könnt. Hier in Albanien, lass mal schauen, was da ist. Ist aber nur so ein bisschen so, hier so Volksfest, aber ganz klein aufgebaut. Ihr könnt sehen, hier zum Beispiel machen auch schon bald Resorts auf und so, ne? So fette Resorts, die hier hinkommen. Also die Stadt hat auf jeden Fall schon, ja, Potenzial. Es ist wahrscheinlich immer im Sommer richtig, richtig voll hier auch. Deswegen sind die Preise auch höher. Hier könnt ihr sehen. Hier Parkplatz. Und genau, wir schauen jetzt gleich nochmal in die Altstadt rein, was ihr halt, Sachen, was ihr machen könnt, wenn es halt kein schönes Wetter ist, nicht nur am Strand seid. Ja, das möchte ich euch zeigen. Ich glaube, wir sind zu laut mit Copyright. Hier im Hintergrund. Richtig kleines Volksfest in Albanien, Leute. Was geht ab? Und ich muss sagen, also wenn nicht so schönes Wetter ist wie heute, reicht hier locker nur ein Tag aus, muss ich sagen. Wenn jetzt richtig geiles Wetter ist mit Strand, könnt ihr auch vielleicht 5 Tage herkommen oder so. Wir sind jetzt seit 2 Tagen hier, ist glaube ich ein bisschen zu lang. Da könnte man in der Hauptstadt, glaube ich, viel mehr machen in Tirana. Ich bin halt eher schon so ein City-Typ, ja, muss man sagen. Aber ja, nicht so schlimm. Wir machen das Beste draus, Leute. Ja, so, jetzt gehen wir ein bisschen mal rein hier in die Altstadt. Und allein sowas ist schon geil. Stellt euch mal vor, ja, ihr lebt hier. Das ist richtig nice, einfach eure Wäsche hier aufzuhängen, so cool. Und dann da vorne ist gleich der Strand hier. Und das ist auch so ein fetter ja, Palast hier. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Und da vorne ist auch eine Moschee. Ja? Wow, das ist schon, schaut sehr, 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 sehr geil aus. Genau, es sind nicht mal so viele Moscheen hier. Eine richtig große gesehen in Tirana. Hier vorne ist auch eine. Aber dieser Prachtbau, was auch immer das ist, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Also ihr könnt viel, lauft einfach, das machen wir jetzt auch, einfach ein bisschen durch die Stadt, dort was essen und ja, vielleicht treffen wir ein paar Leute und sowas ist ja auch geil, einfach zu sehen so. Na? Jetzt nicht nur Strand, sondern einfach mal die Gebäude anschauen. Hey, wie leben die Leute hier? Ja? Hier könnt ihr sehen, boah, heftig. Albanian, wir sehen es gleich, Registration College. Ah, okay, das ist der Eingang zu der Altstadt hier. Albanian College Durrës. Sehr, 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 sehr cool. Und da vorne, genau, hier geht es dann in die Altstadt rein. Dann lasst uns doch da mal einfach hochlaufen. Okay, der schaut wirklich sehr, sehr schön aus. Wenn die Sonne natürlich draußen wäre, noch schöner, aber Albanien, wunderschön. Sowas wie hier, wunderschön, wunderschön. Da werden wir jetzt mal reinlaufen. Sehr, sehr geil. Feiere ich. Wie in Tirana. Hier zum Beispiel das hier. Boah. So geil. Vor allem unten sind noch Geschäfte und oben wohnen gleich auch noch Leute. Und oben ist dann zum Beispiel gar nichts mehr. Ja, das ist crazy. Sehr, 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 sehr cool. Da wächst sogar schon hier oben Gras drüber. Sehr, sehr geil. Und unten ganz normal Cafés. Ja? Und oben drüber ist gar nichts mehr, einfach nur Ruine. Genau sowas halt, ja, weil sowas schwer natürlich in Deutschland zu finden ist. Und dann daneben hat man so ein 4-Sterne-Hotel. So, das feiere ich halt. Das ist so alt, neu, zusammen gemischt. Gebt euch mal hier. Das hier und jetzt auf einmal so ein 4-Star-Hotel. Das ist crazy. Ja? Da Hundämtchen. Aber die kümmern sich auch drum. Ne? Es sind jetzt nicht so viele. Wir waren auch in Istanbul, könnt ihr euch mal anschauen. Waren natürlich sehr viele Straßenhunde hier und Straßenkatzen. Aber so viel ist das nicht. Und jetzt sind wir auf einmal in der, wow, Leute, da müsst ihr auf jeden Fall herkommen. Diese Prachtstraße hier, gebt euch mal, wow. Das meinen die mit Miami oder, wie heißt das, in Cali. Da gibt es auch so eine Straße in Kalifornien, das schaut genauso gleich aus. Gebt euch mal. Wow, but this looks nice, right? The street, wow. Auch jetzt stellt euch mal vor, die Sonne kommt noch raus. Und das schaut sehr, sehr geil aus. Und hier sind auch wirklich sehr viele italienische Läden. Viele sprechen auch Italienisch und haben auch Pasta, die Nähe jetzt von Italien einfach da ist. So, ne? Das seht ihr auch hier mit der Italien-Fahne. Aber die Straße ist, wow, sehr, 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 sehr cool. Oh ja, Leute, die Straße, wonderful. Und deswegen sind wirklich nicht viele, ja, nicht viele Touristen halt hier. Ne? Könnt ihr auch wirklich Kaffee trinken für richtig günstig. Gestern Kaffee in Tirana getrunken, Kaffee und ein Bier für 2 Euro.
Ne? Deswegen heute nicht so viel los. Wir schauen jetzt mal, was da oben ist. Ich muss auch was essen, richtig hungrig. Vielleicht können wir es auch noch im Vlog mit einbauen. Hier die Palmen. Boah, das ist wirklich die schönste Straße, die wir bis jetzt gesehen haben. Also die müsst ihr auf jeden Fall anschauen. Das ist so, dann machst du sie hier in Durres und Österreicher hier auch am Start. Genau, und da habt ihr jetzt, genau, hier ist auch noch so ein Plaza. Ich schaue noch mal kurz zu der Moschee hoch. Und genau, bei den anderen Videos seht ihr übrigens, auch gerne mal anschauen, das ist jetzt einfach nur so ein Vlog hier, wo man hier ein bisschen rumläuft. Ihr seht ja, wie wir hergekommen sind mit der Bustour und sowas. Das ist auch sehr, sehr interessant. Auch bitte mal gerne anschauen. Ja? Wow, und ich mag es, dass es nicht so übertrieben überlaufen ist halt hier. In Tirana war es gestern richtig voll. Viel mehr los. Genau, da habt ihr es. Da ist die Straße. Hier im Plaza, schön, auch wirklich sauber, ne? Albanien, wirklich Respekt, auch wenn viele Leute jetzt hier zuschauen. Wunderschön, sauber, gebt euch mal. Fast kein Schmutz hier auf der Straße. Die Leute schmeißen jetzt solche Mülleimer rum. Wirklich sehr clean. Sehr clean. Und das ist die Moschee hier. Hier, orientalischer Laden noch. Cool, Leute. Hier nochmal ein Gesamtblick über den Plaza. Und schau mal, wer hier kommt. Oh, die ist wunderschön. Auch ein paar Straßenkatzen hier. Oder vielleicht ist hier ja gar keine. Vielleicht lebt sie hier. Will nicht herkommen. Ist auch nice. Der packt jetzt hier sein Zeug auf und genau. Verkauft dann wahrscheinlich hier. Gebt euch mal mit Grillkohle. Das ist halt geil sowas, ne? Einfach kommt ihr hin und ja, wird dann hier was verkaufen in der Nacht. Auf diesem fetten Plaza hier. Und genau, das ist die Moschee hier. Und ja, wie auch viele, ich meine, das wissen wahrscheinlich auch sehr viele von euch, war ja Albanien auch kommunistisch geprägt. Deswegen steht das auch hier drauf. Die Moschee wurde genau 1938 und die wurde dann nochmal wieder aufgebaut. Hier, Reconstruction sponsored 2004 bis 2006. Ich weiß nicht ganz, nicht, dass ich was Falsches sage. Genau, war natürlich kommunistisch geprägt und ist wahrscheinlich dann, also war nicht in Betrieb oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja? Weil das könnt ihr hier sehen. Ja? Mix aus Moscheen, aus neuen Gebäuden, die hier aus dem Boden gestampft werden und dann noch so alte Gebäude aus der Sowjetunion. Und ja, das ist wunderschön. Ja? Alles ein bisschen so gemixt zusammen. Hat sich wirklich sehr schön entwickelt. Für auch alle Albaner, die zuschauen. Wundervolles Land, Leute. Wundervolles Land. Auch wie sauber. Man kann überall chillen. Es ist wunderschön. Genau. Also man kann hier auch Sachen machen, wie hier zum Beispiel, wenn nicht die Sonne scheint. Also es ist auf jeden Fall möglich. Da würde ich aber auch wirklich einen Tag nur einplanen. Ja? Ein bisschen mehr Zeit in der Hauptstadt zu verbringen. Tirana, weil da ist es wirklich, finde ich es bis jetzt am schönsten. Wieder eine Straße gefunden, das erinnert mich auch wieder wie an Tirana, die Hauptstadt. Sowas hier halt, das ist so wunderschön. Ich feiere halt Architektur, gebt euch mal das hier. So. Und es funktioniert alles perfekt mit den Internetleitungen hier. Hier könnt ihr das sehen, hier oben sind die Internetleitungen. Es erinnert mich wirklich wie, wow, das ist wirklich wunderschön. Gebt euch mal das Ganze hier. Genau, sowas feiere ich halt total ab. So, einfach mal so ein Lost Place. Ja, das ist crazy. Boah, das sind eigentlich wirklich gute Immobilien hier. Ne? Ich überlege, mitten in der Stadt, die Hauptstadt ist nicht weit und es steht einfach nur so brach. Ist eigentlich echt schade, weil das ist einfach wirklich geil. Da könnte man so viele Sachen draus machen. Das ist auch mal ein Lost Place, ja. Ich will euch hier alles zeigen, ne? Nicht nur krass Brand, Decke komplett durch. Ja, hier sehen könnt. Boah, crazy. Ja Leute, ich will das alles zeigen. Ich hole jetzt meine Frau, die will hier nicht in die Straße reinkommen. Komm, wir schauen uns einfach mal rein. Ich habe sie jetzt geholt. Die war natürlich vorne an der Hauptstraße. Die Hauptstraße ist natürlich auch geil, ja, zu sehen. Aber ich will halt natürlich auch sehen, wie die Leute hier leben so. Ne? Wie hier. So.
Das ist wirklich, boah, sowas. Gibt euch mal hier, wohnt hier, das ist wunderschön. Crazy, 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 Leute. Hier gibt euch mal, boah, das ist krass. Richtig schönen Altbau, ja, wunderschön. Auch mit der Wäsche und sowas hinten. Blumentöpfe, ja, ist krass. Und dann vorne ist gleich die Shoppingstraße. Das sind alles die Gebäude von hinten, von der Hauptstraße. Gebt euch mal. Oh, mit Stein und Stein. Wunderschön. Tür steht offen. Ist auch fast keine Kriminalität, wenn ich auch. Hier, Auto. Ja, crazy, Leute. Und vorne, jetzt, wenn man wieder rausgeht, ist dann die Hauptstraße. Ja? Also lauft ihr einfach mal ein bisschen durch die Gassen, um auch mal, ja, nicht jetzt nur am Strand rumgammeln, wenn ihr im Sommer da seid, sondern auch mal sowas hier. Ne? Das ist wunderschön, deswegen will ich das auch im Titel packen, ja, was man so machen kann. Wir haben ein bisschen den Strand gezeigt. Wir machen morgen übrigens noch ein Video, wo wir dann nur auf den Strand eingehen werden, wenn schönes Wetter ist. Es folgt noch ein Video von hier und eins von Tirana, von der Hauptstadt. Jetzt mal ganz kurz hier schauen. Und da ist die Hauptstraße wieder. Hier, zack. Das ist crazy. Das sind die Gebäude von hinten. Von vorne schauen sie so aus und von der anderen Seite komplett anders. Das ist crazy. Ja? Heute ist Sonntag, deswegen ist hier ja auch nichts offen. Und da habt ihr dann hier halt, was sich alles los hat, wie man so kennt. Ne? Und jetzt sind wir hier angelangt. Das ist wunderschön. Es schaut aber sowas von verlassen aus. Wie ich euch gesagt habe, war ja auch Albanien ein kommunistischer Staat gewesen. Ja, so wie jetzt auch die DDR zum Beispiel. Und da habt ihr natürlich noch viele Relikte hier. Und dieser Ort, wo wir jetzt hier sind, wenn ihr mal schaut, die Straße führt geradeaus nach hinten. Ne? Ja, also geradeaus, also die Straße führt genau hierher. Und dieser Ort hier schaut sowas von, ja, verlassen aus. Ne? Wenn ihr jetzt hier nochmal sehen könnt, das Gemälde. Wow, müsst ihr euch überlegen, wie viel Arbeit das ist. Das ist krass. Einzelne Steine hier. Wow. Von 1900. Sorry. Oh, sorry. 1976. Ja. Wir schauen mal ganz kurz hier hoch. Ich liebe so alte, verlassene Ruinen und Orte, wo so viel Geschichte einfach drin steckt. Das habt ihr ja auch drin. Ah, hier, guckt euch mal. Das ist wahrscheinlich ein Mahnmal. Es steht leider wirklich nichts dran unten. Ne? Wahrscheinlich ein Mahnmal von, ja, Soldaten. Mal kurz hier drauf schaut. Genau, hier könnt ihr es mal von oben sehen. Wow. Na, habt diese fette Stadt hier. Hier waren auch mal Toiletten und so drin. Ja, wie gesagt halt, ne, ist ein bisschen verkommen. Ist ein bisschen schade ist. Ja. Man kann auch hier hochgehen. Crazy, ich liebe sowas. Das ist auch noch ein Vlog. Also ihr seht, was ihr alles machen könnt. Dann hinten so mit Weinbau und sowas. So ein Tank. Das ist crazy. Warte mal, ganz oben, da ist bestimmt eine richtig geile Aussicht. Ah, okay, das ist sogar noch offen. Hier, gebt euch mal jetzt über den Ausblick über Durrës. Boah, Leute. Genau, also hier ist auch ein Museum, das aber wahrscheinlich heute wegen Sonntag nicht offen hat. Hier, The British Children's Library of Durrës ist hier. Ah, okay. Boah, schaut ziemlich verlassen aus von hier. Aber es hat irgendwas, ja. Wunderschön, Leute. Lasst uns wieder nach unten schauen. Ja, Leute, das war's jetzt hier vom ersten Vlog aus Durrës. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, umso länger wir einen Vlog machen, umso besser wird auch das Wetter. Leider keine Sonne. Genau, hier ist auch noch mal eine fette Shoppingstraße. Also wenn ihr das Hotel habt, wie wir jetzt, direkt am Meer einfach hochlaufen, bei der Moschee vorbei. Und genau, da gibt es richtig viele Cafés, die auch günstig sind. Kleine Restaurants, wie hier. Die Albaner lieben wirklich so Cafés und sowas hier, muss man sagen. Genau, und da könnt ihr einfach ein bisschen rumlaufen. Ist wunderschön, das kann man machen. Also man kann hier locker, also wenn gutes Wetter ist, sage ich nochmal, kommt hierher, eine Woche mindestens.
Wenn gutes Wetter ist, könnt ihr locker eine Woche oder sowas herkommen. Ja? Wenn schlechtes Wetter ist, so wie heute, könnt ihr die Stadt locker in einen Tag so exploren. Da ist auf jeden Fall mehr in der Hauptstadt zu sehen. Aber es ist wirklich auch schön. Ja? Genau. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das war ein kleiner Vlog hier aus Durrës, aus dem wunderschönen Albanien. Aber bis jetzt kann ich schon mal eins sagen. Mein zweiter Tag in Albanien. Wunderschön. Ich bin froh, hierher gekommen zu sein. I love Albania, Leute. Also, ich danke euch vielmals und haut rein. Bis zum nächsten Video.